Frankfurt am Main, Anfang der 1970er. Zwischen Messehallen und Main beginnt sich etwas zu verändern. Noch sieht die Stadt harmlos aus, doch in den Tresorräumen der Banken und den Glaskästen der Juweliere wittern Männer aus dem Balkan ihre Chance. Die ersten schlagen zu wie Profis. Bewaffnete Banküberfälle, präzise geplant, brutal durchgeführt. Frankfurt wird Testfeld für eine neue Generation Krimineller. Männer ohne Herkunft, aber mit militärischer Disziplin und Kontakten bis in die staatlichen Dienste ihrer Heimat. (1981) Frankfurt-Bockenheim. Ein bewaffneter Überfall auf einen Juwelier. Der Täter Željko Ražnatović, genannt Arkan. Bereits international gesucht, aus mehreren Gefängnissen geflohen. In Frankfurt landet er einen Raubzug, doch wird geschnappt. Nur Tage später gelingt ihm die Flucht, mitten aus einem Krankenhaus, direkt im Herzen der Stadt. Er war kein gewöhnlicher Gangster, sondern Teil eines größeren Spiels. Unterstützt vom jugoslawischen Geheimdienst, der UdBA. Später wird er im Jugoslawienkrieg mit vielen Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht. Doch wieder zurück zu Frankfurt. 1980er. Die Einbruchzahlen steigen. Jugoslawische Banden organisieren sich. Nicht mehr spontan, sondern strukturiert. Die Stadt wird zur Operationsbasis. Schutzgelderpressung, Raub, Hehlerei. Verbindung zu Belgrad, Novi Sad, Zagreb. Männer wie Ljubomir Magaš und Rade Čaldović betreiben hier keine Spielchen. Sie bauen Strukturen. Magaš organisiert Raubzüge, schleust Leute und verkauft Frauen. Čaldović, genannt Cento, sein engster Mann, wird später in München und Frankfurt mehrfach festgenommen. Sie arbeiten mit Profis, sprechen mehrere Sprachen, verhandeln mit Waffenhändlern wie mit Anwälten. Sie bringen Disziplin in die Unterwelt. Regeln, Gewalt nur, wenn nötig, aber dann kompromisslos. Und sie bauen Netzwerke auf, die Jahrzehnte überdauern. Die 1990er. Während Jugoslawien im Krieg versinkt, flüchten die Menschen nach Westdeutschland. Für viele Ex-Soldaten wird Frankfurt am Main zur Endstation. Hier trifft Traumatisierung auf Profitgier und aus ehemaligen Kämpfern werden Täter. Die alten Kontakte aus den Tagen von Magaš und Cento leben noch. 2003, die Frankfurter Innenstadt. Ein High-End-Juwelier wird ausgeräumt in unter 90 Sekunden. Der erste Schlag der Pink Panther in der Stadt. Dahinter ehemalige Spezialkräfte, Ex-Soldaten, perfekt organisiert. Sie nutzen die Routen, die Magaš und Co. in den 80ern etablierten. Von Belgrad bis zur Kaiserstraße. Kein Alarm, keine Zeugen, nur zersplittertes Glas. Frankfurt ist kein Zufallsziel, es ist ein Knotenpunkt, eine Drehscheibe für Uhren, Gold, Bargeld und später Kokain. Oktober 2024, ein Zugriff im Westend, 6 Kilo Koks, 200.000 Euro in bar. Geldzählmaschinen, Mobiltelefone mit verschlüsselter Software. Laut BKA, die Bande importiert seit 2020 hunderte Kilo jährlich. Heute operieren Gruppen aus dem Balkan wie kleine Kartelle. Sie nutzen dieselben Strukturen wie damals. Dieselben Waffen, dieselben Deckfirmen, dieselben Muster. Und sie sprechen dieselbe Sprache. Schweigen. Frankfurt ist längst ein Hotspot für alles, was sich nicht versteuern lässt. Die Spur führt zurück zu jenen Männern, die in den 80ern die Stadt prägten. Magaš und Cento. Sie verbanden Gewalt mit System und machten Frankfurt zu dem, was es heute ist. Ein Biotop für organisierte Kriminalität. Die wahren Paten aus Frankfurt. Abonniert den Kanal, um das Video nicht zu verpassen. Sleeping Brain.